Immer mehr Bezieher von Renten müssen eine Steuererklärung abgeben, aber das Finanzamt schickt dir dazu keine Aufforderung. Du musst also selbst aktiv werden. Was es damit auf sich hat und wie insbesondere Auswanderer, also Rentner im Ausland, davon betroffen sind, das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Der Bund der Steuerzahler hat erklärt, dass dieses Jahr 73.000 Rentner neu in die Steuerpflicht rutschen. Grund dafür ist die Rentenerhöhung. Wenn du als Rentner mehr verdienst als der Grundfreibetrag, also wenn deine Gesamteinkünfte größer sind als der Grundfreibetrag, und dieser liegt so ungefähr bei 12.000 Euro, dann musst du eine Steuererklärung abgeben. Aber besonders trickreich ist, dass das Finanzamt dich darüber nicht informiert. Du musst also selbst aktiv werden, du musst dir selbst den Überblick über deine Finanzen bewahren und dann entsprechend hier die Erklärung bei deinem Finanzamt einreichen, wenn die Kriterien für dich erfüllt sind. Dass man eine Steuererklärung einreicht, bedeutet natürlich noch nicht, dass man dann auch tatsächlich Steuern bezahlen muss. Im Detail ist aber die Abgabe der Steuererklärung für Rentner nicht ganz einfach, also verwende am besten hier eine Software, die explizit auch die Steuererklärung von Rentnern abdeckt. Wie gesagt, betroffen bist du, wenn du als alleinstehender Rentner mehr als 12.096 Euro an jährlichen Einkünften verfügst. Für Paare liegt dieser Betrag bei 24.192 Euro. Wie gesagt, es geht hier nicht nur um Renten. Wenn dein Gesamteinkommen größer ist als diese Grundfreibeträge, musst du die Steuererklärung einreichen. Wie sind nun Rentner im Ausland davon betroffen? Nun, grundsätzlich gilt für Rentner folgende Regelung. Jeder Rentner, der im Ausland lebt und eine deutsche Rente oder Pension bezieht, es spielt keine Rolle, ob es eine staatliche Rente ist oder ob es eine betriebliche Rente ist, der muss in Deutschland eine Steuererklärung einreichen, denn er ist in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. Hierbei fällt in Deutschland dann der Grundfreibetrag weg. Das heißt, du musst möglicherweise ab dem ersten Euro Rente Steuern bezahlen. Für Rentner, die im Ausland leben, geht es also nicht darum, ob der Grundfreibetrag größer als die 12.096 Euro ist, beziehungsweise bei Paaren 24.192 Euro. Hier bist du schon ab dem ersten Euro einkommensteuerpflichtig. Ob du tatsächlich Steuern in Deutschland auf die Rente bezahlen musst, wenn du im Ausland lebst, nun, das ist eine Frage der geltenden Doppelbesteuerungsabkommen. Deutschland hat ja mit rund 100 Ländern ein solches Abkommen abgeschlossen und in jedem dieser Abkommen ist unterschiedlich definiert, wo die Rente zu besteuern ist. Bei den neueren Abkommen regelt es Deutschland üblicherweise so, dass die staatliche Rente auch bei einem Wohnsitz im Ausland nach wie vor in Deutschland versteuert werden muss. Vielfach sind aber Betriebsrenten nur im Ausland steuerpflichtig. Aber wie gesagt, dazu gibt es auch viele Ausnahmen. Wir haben ja schon auf diesem Kanal etliche Videos zu dem Thema veröffentlicht. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Thailand. Wohnst du in Thailand als deutscher Rentner, dann bekommst du die Rente brutto ausbezahlt aus Deutschland. Es wird in Deutschland keine Steuer abgezogen. Möglicherweise musst du diese Rente dann in Thailand versteuern, aber auch nur dann, wenn du sie in Thailand ausgibst oder dort auf ein Konto auszahlen lässt. Es ist also wichtig, dass du bei einem Umzug ins Ausland als Rentner dir vorher dazu Gedanken machst, wie das Ganze mit der Besteuerung der Rente funktioniert, wenn du im Ausland bist. Oftmals droht ehrlich gesagt auch ein böses Erwachen, wenn du auf einmal feststellst, dass der Grundfreibetrag wegfällt. Hast du zum Beispiel eine relativ geringe Rente, dann zahlst du möglicherweise viel höhere Abgaben auf die Rente in Deutschland, wenn du im Ausland lebst, weil eben der besagte Grundfreibetrag wegfällt. Auch hier gibt es unter Umständen eine Lösung, nicht in jedem Fall, das hängt auch wiederum von deinem Wohnsitzstaat ab, aber du kannst dich freiwillig unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig melden. Dann hast du weiterhin den Grundfreibetrag, den du nutzen kannst. Dann kannst du weiterhin die Rente in Deutschland versteuern.
Allerdings sind dann auch deine weltweiten Einkünfte natürlich in Deutschland steuerpflichtig. Hast du zum Beispiel hohe Einkünfte aus Krypto, aus Aktien oder sonstigen Kapitalanlagen, dann ist das möglicherweise nachteilig für dich, wenn du in einem Land wohnst, wo diese ansonsten günstig besteuert werden oder gar ganz steuerfrei sind. Wenn du Rentner im Ausland bist, dann kann ich dir auf jeden Fall die Webseite des Finanzamt Neubrandenburg empfehlen. Das Finanzamt Neubrandenburg ist nämlich das Finanzamt, welches für Rentner im Ausland zuständig ist. Tatsächlich gibt es da zum Teil sehr kompetente Sachbearbeiter, die dir vielfach bei deinen Fragen helfen können. Allerdings, wenn es zu komplex wird steuerlich, dann sind auch diese Sachbearbeiter überfordert, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal eine Anfrage hinzustellen oder sich zunächst einfach mal die Website anzuschauen. Entscheidend ist das Land, in welches du auswanderst. Bei der Auswahl des Landes sollte eben auch die Frage der Besteuerung der Renten durchaus eine Rolle spielen. Ich hatte dir ja am Beispiel Thailands erklärt, dass es durchaus attraktive Länder gibt, wo dann gar keine Steuer auf die Rente fällig wird. Ein solches Land ist zum Beispiel auch Montenegro oder Moldawien oder Albanien. Lebst du in diesen Ländern, wird die Rente in Deutschland nicht besteuert. Ich rede von der staatlichen Rente. Und in diesen Ländern wiederum ist die Rente steuerfrei, denn dort werden zum Beispiel Renten grundsätzlich einfach nicht besteuert. Das könnte also durchaus interessant sein, vor allen Dingen in Kombination mit den niedrigeren Lebenshaltungskosten. Andere beliebte Länder wie zum Beispiel Spanien haben da schon sehr viel kompliziertere Regelungen. Da musst du zum Teil die deutsche Rente in Deutschland versteuern und zum Teil in Spanien. Du musst also dann in beiden Ländern Steuererklärung einreichen. Das ist nicht schön. Also befasse dich auf jeden Fall vor deinem Wegzug ins Ausland mit der steuerlichen Situation für Rentner. Es gibt ja auch einige Länder, die sehr attraktive Modelle für Rentner haben, zum Beispiel Griechenland und Italien. Dort zahlt man als Rentner generell nur 7% Steuern auf ausländische Einkünfte, inklusive zum Beispiel Kapitalerträge. Das lohnt sich vor allen Dingen, wenn man dann noch über umfangreiche Kapitalerträge verfügt. Andere Länder wiederum sind für Personen interessant, die eine besonders hohe Betriebsrente haben. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, der ein Lufthansa-Pilot im Ruhestand war. Der hatte eine geringe staatliche Rente, aber eine sehr, sehr üppige Betriebsrente von der Lufthansa im sechsstelligen Bereich. Er hat sich dann für das Wohnsitzland Costa Rica entschieden. Auch hier gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Hier ist es so, dass die staatliche Rente in Deutschland zu versteuern ist. Für den Mandanten war das kein Problem, denn die staatliche Rente war gering. Die Betriebsrente ist allerdings im Wohnsitzland, also in Costa Rica, steuerbar. Und da dort Auslandseinkünfte nicht besteuert werden, hat er also seine sechsstellige Betriebsrente komplett steuerfrei vereinnahmen können. Dennoch muss auch dieser Mandant eine Steuererklärung in Deutschland einreichen als beschränkt Steuerpflichtiger. Auch dort würde er dann beide Renten angeben, sowohl die staatliche als auch die Betriebsrente. Aber wie gesagt, er müsste die betriebliche Rente gemäß DBA in Deutschland nicht versteuern. Egal, ob du in Deutschland lebst oder im Ausland, wenn du Rentner bist und du verdienst mehr als der Grundfreibetrag, dann musst du dich um deine Steuererklärung kümmern. Prüfe das also am besten heute noch nach, ob du möglicherweise in diese Kategorie fällst. Wenn du bereits im Ruhestand bist oder planst, demnächst in den Ruhestand zu gehen und auch für dich ein Umzug ins Ausland in Frage kommt, vielleicht aus steuerlichen Motiven, so wie bei unserem Lufthansa-Pilot, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.